Wir zeigen dir heute, wie du deine Daten in Excel ganz einfach aktuell halten kannst. Dafür habe ich mal wieder Dirk an meiner Seite. Hallo Dirk. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Was genau hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe mitgebracht VFX 360. Ich habe Excel mitgebracht, und zwar die Excel-Version, die leider nur unter Windows funktioniert, nämlich eine, die auch Power Query im Bauch hat. Und ich habe für einen kleinen Ausflug nochmal Power BI mitgebracht. Und ich habe in unserer Instanz, mit der wir jetzt gleich arbeiten, etwas freigeschaltet, das heißt OData. Das ist eine Methode, mit der ich von außen auf X360 zugreifen kann. Und damit würde ich dann ganz gerne mit dir zusammen ein bisschen kochen heute. Okay, das klingt doch gut. Dann lass uns doch mal reinstarten. Ja. Wir fangen in Excel an, richtig? Ja, ganz genau. Also was du hier siehst, ist eine ganz normale Excel-Tabelle hier erstmal zunächst. Ne, schau mal, da gibt es zum Beispiel Kundennummer 37, eine Thermotech-Firma. Wenn ich mir das jetzt angucke, die müsste eigentlich Thermotech GmbH heißen. Gibt noch eine AG, aber das ist eine andere Kundennummer. Und das könnte ich natürlich jetzt einfach, ich kann hier reingehen, ne, und könnte das ändern. Das ist aber nicht die Idee, ja? Sondern meine Idee ist jetzt zu sagen, die Datenquelle ist ja offensichtlich falsch, weil diese Tabelle kommt aus X360. Und ich möchte das gleich jetzt in der Datenquelle korrigieren, ja? Und vielleicht zum Hintergrund, ne, du siehst hier ist in Excel ein bisschen was anders. Da steht BI Customers. Das kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor. Das ist der Begriff einer Tabelle, die wir in X360 haben. Und das klingt doch so ein bisschen so, als ob wir diese Tabelle jetzt nicht exportiert haben, wie wir es ja sonst tun können in X360, sondern wir sehen hier, das ist ein Datenfluss, ein Datenstrom, mit dem wir hier arbeiten. Der kommt direkt aus X360, aus der App. Und das heißt, Excel ist offensichtlich in irgendeiner Form hier gerade mit X360 verbunden. Ja, du siehst das hier oben ganz gut. Und jetzt siehst du, wenn wir dann eine Stufe runtergehen, ach guck mal, hier kann ich verschiedene Tabellen, die geöffnet sind, auswählen. Ja, und dann kann ich diese Daten direkt übernehmen. Und hier ist auch in der Zeile 11 ist das die Tabelle BI Customers. Und in dem Moment, wenn ich die dann hier aufrufe, ja, dann möchte ich vielleicht an der Stelle auch noch sagen, ich möchte nur die Kunden haben, also filter das bitte jetzt nochmal an der Stelle so, dass ich nur die bekomme, die mit K anfangen. Und dann sortiere ich mir das jetzt noch. Und ja, jetzt muss man dazu sagen, wir sehen ja hier eine ganze Menge Spalten. Ja, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders. Ich möchte viel weniger Spalten haben. Na? Das kann ich da an der Stelle auch noch machen und auch noch definieren. So ist die Idee. Aber jeder, der sich mit Excel ein bisschen auskennt, weiß, ich bin hier nicht in Excel, sondern ich bin irgendwo in diesem Datenmodell in der Schnittstelle gerade zwischen VFX 360 und Excel. Und das ist dieses Power Query von Excel. Und das ist die Methode, die wir benutzen, um eine Verbindung aufzunehmen zwischen VFX 360 und Excel. Und das haben wir hier an der Stelle gemacht. Und ja, und damit kann man, wenn man das kann, wenn man weiß, wie das geht, und das werde ich euch jetzt gleich zeigen, wenn man da hinkommt, damit kann man ganz tolle Sachen machen. Ja, dann zeig uns doch jetzt auch mal, wie man da hinkommt. Jetzt gehen wir nämlich in VFX 360. Ja, das switchen wir einfach mal rüber. Ne? Und da siehst du diese Tabelle. Das ist tatsächlich die gleiche Abfrage. Ich markiere die jetzt auch gleich nochmal als Favorit, dann finden wir die immer wieder. Und hier gibt es, wenn mir das für mich freigeschaltet ist, so einen Knopf oben, der heißt Customization. Und dann, wenn ich die habe, dann darf ich nicht nur diese Tabelle verändern, dann darf ich da auch weitergehen. Und das gesehen eben gerade, ich kann das Ganze auch nach Excel exportieren, das will ich aber gar nicht, sondern ich zeichne mir die Abfrage jetzt ein über dieses Customization Tool. Ich definiere hier, dass ich sie über OData verfügbar mache, sprich ich kann mit Excel über das Internet auf die Cloud-Instanz zugreifen, mit meinen Zugangsdaten natürlich nur, und kann, wenn diese Abfrage verfügbar ist, jetzt automatisch
komplett darauf zugreifen. Das ist die Voraussetzung, wenn ich das gemacht habe. Das kann ich mit jeder Abfrage machen. Das kann ich mit den Abfragen machen, die im Standard mit dabei sind. Das kann ich aber auch mit Abfragen machen, die ich selber gebaut habe. Ja? Wobei die ganze Magie geht hinten raus noch ein bisschen weiter. Das war jetzt sozusagen erstmal der ganz einfache Teil. So habe ich dafür gesorgt, dass ich diese Tabelle, diese Abfrage in Excel reinholen kann. Und jetzt hat mir gerade diesen Kunden da gefunden, du hast hier gesehen, da ist eine Thermotec AG. Ja? Das ist jetzt aber eine ganz andere Kundennummer. Und da war ein Kunde, der hieß Thermotec. Ja? Und das ist der, in den wir jetzt reingehen? Genau, der zweite von oben, den wählen wir jetzt mal aus. Und dann würde ich doch mal sagen, passen wir das hier an, ja, auf Thermotec GmbH. Und wenn du das gemacht hast, ja, meine Empfehlung ist immer speichern an der Stelle dann auch, ja. Und jetzt ist er in X360 ja geändert. Genau. Und das wollen wir uns jetzt natürlich auch rüberholen. Ja, das ist jetzt die Idee. Ne? Wollen wir nochmal nach Excel gucken? Ja, sehr gerne. Ja, dann sind wir wieder in unserer Excel-Tabelle. Und du siehst hier, hat sich nichts getan, ne? Erstmal noch nicht. Ja. Die Frage ist, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass sich hier was ändert? Wenn wir in dem Menü Daten sind in Excel, da gibt es die Möglichkeit, die Abfrageeigenschaften für die Abfrage BI Customers jetzt individuell einzustellen. Ich kann also sagen, er soll sich regelmäßig aktualisieren oder zum Beispiel jedes Mal, wenn ich Excel starte. Oder er soll sich aktualisieren, immer wenn ich den Aktualisieren-Knopf drücke. Das mache ich jetzt mal an der Stelle. So, und jetzt redet Excel über OData mit Power Query im Hintergrund Und mit Haufix 360. Und Haufe sagt, das heißt nicht mehr Thermotec, das heißt Thermotec GmbH. Quod erat demonstrandum oder so heißt, sagen die Lateiner, glaube ich, dazu. Ne? ich hatte kein Latein. Ja, also das ist halt eigentlich das, was ich da an der Stelle halt zeigen wollte. Also ist ein ganz einfacher Effekt. Jetzt versteht aber erstmal jeder, was da losgeht. Und jetzt machen wir weiter und gucken, das waren ja jetzt nur die Kartoffeln. Ja. Ja? Und Jetzt wird es kompliziert. Jetzt rühren wir mal an und machen noch ein paar andere Töpfe auf. Das ist also meine Idee an der Stelle. Okay, gut. Wir haben alle verstanden. OData sorgt dafür, dass die beiden miteinander sprechen. Und jetzt schauen wir uns an, was wir sonst noch damit machen können. Ja. Ich will jetzt an der Stelle einfach mal weitermachen und sage, weißt du was? Lass uns doch mal, wir haben jetzt hier die Kunden, die BI Customers drin, lass uns doch noch mal eine andere Abfrage dazu holen. Ja? Und zwar wählst du jetzt hier aus anderen Quellen und sagst, ich möchte ganz gerne einen OData-Datenfeed. Ich hätte jetzt einfach den BI Customer kopieren können und den ändern können. Das wäre die einfache Methode gewesen. Ich mache das jetzt mal ganz bewusst an dieser Stelle manuell, händisch. Dass man sieht, wie der Weg dahin ist. Das heißt, ich gebe den Pfad unserer Instanz ein, ich gebe dann ein, dass ich mit Haufix 360 reden will, mit der Methode OData. Ja? Und jetzt sage ich noch, ich nehme die Instanz Demo 04 und sage, Excel, findest du da was? Ja. Hat er was gefunden? Und da siehst du jetzt plötzlich alle Abfragen, die für OData freigegeben sind. Ja? Das sind so. Und dann wir gehen da mal rein, suchen nach Rechnung, BI AR Invoices und die wählen wir mal aus. Ja? Da kriegst du gleich eine Vorschau. Und da haben wir jetzt die ganzen Rechnungen mit allen Eigenschaften, alle Rechnungszeilen, alles, was du brauchst. Ja? Und dann wollen wir noch mal gucken, was wir mit Kundendaten und mit den Rechnungen dann anschließend machen können. Wahrscheinlich das, was ich am Ende sage, hätte ich nur mit Rechnungsdaten machen können. Es geht mir auch um die Methode, dass man das versteht. Ja? Und da sind jetzt noch alle Spalten drin. Ich will aber nicht alle Spalten haben. Ja, da schmeiße ich jetzt mal ein paar raus. Ja? Du siehst, dass hier rechts angewendete Schritte, das sind so unterschiedliche Schritte in der Verarbeitung, die ich auch nachträglich immer noch mal wieder verändern kann. Ich kann jeden einzelnen Schritt nachträglich anfassen und verändern. Falls ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe eine Spalte zu viel weggeschmissen, dann passe ich diesen Arbeitsschritt hier an der Stelle wieder an. Ja, also im Moment markiere ich mir welche, die ich
behalten will. Das sind die, die ich eigentlich nachher behalten will. Ne? So, lassen wir jetzt mal weg, speichern wir jetzt mal nicht, das machen wir gleich an einer anderen Stelle nochmal. Ja. Und jetzt laden wir das auch, aber ganz wichtig, wir wollen nur eine Verbindung herstellen. Ja? So würden wir das machen, wenn wir nur eine Verbindung herstellen und das obere kreuzen wir an, wenn wir zusätzlich mit den Daten auch noch eine Excel-Tabelle erzeugen sollen. Also wenn er ein neues Arbeitsblatt aufmachen soll, wo diese Daten jetzt auch gleich drinstehen. Ja? Und du siehst, da entsteht ein neuer Reiter, BI, AR Invoices unten. Genau. Und da sind die Daten drin. Alle, weil du die anderen nicht rausgeschmissen Genau, ja, ich würde sagen, das kürzen wir nochmal. Nur der Unterschied ist halt, ich könnte das jetzt hier an dieser Stelle kürzen. Das wäre ja aber kein Arbeitsschritt. Deswegen gehe ich nachträglich hier nochmal in den bearbeiteten Schritt rein. Ja? Und sage, ich möchte jetzt diese Arbeitsschritte, die ich hier angewendet habe, die möchte ich nachträglich nochmal verändern. Ja? Und das kannst du jederzeit machen. Ja, also sortieren, filtern, was du auch immer an der Stelle tun willst. Ja, für das, was wir jetzt gleich machen wollen, ist es nicht so wichtig, dass das Ganze sortiert ist. Ja? Ich habe jetzt mal die ausgewählt, die wir brauchen. Mal gucken. Den Betreff brauchen wir auch noch. Den Betrag bräuchten wir noch mal. Ne? Wo ist der Betrag? Genau. External Amount ist das. Den nehmen wir noch mal mit dazu. So. Ja. Dann schmeißen wir den Rest mal raus. Das passiert Andere jetzt. Spalten entfernen, genau. So, und jetzt haben wir nur noch die Spalten, die übergeblieben sind. So, jetzt speichere ich das Ganze wieder. Und jetzt siehst du auch gleich, er passt jetzt jetzt rechnet er im Hintergrund, jetzt passt er meine Tabelle an. Und siehe da, ich habe jetzt die Tabelle, da sind jetzt eine ganze Menge ohne Betreff, aber der Rest ist mit einer Betreffszeile, mit einer Beschreibung. Und jetzt habe ich also diese Rechnungstabelle in Excel auch noch drin. Also ich habe jetzt Kunden und die Rechnung. Und damit können wir jetzt weiterarbeiten und diese beiden du erinnerst dich ja. Genau, du erinnerst dich. Ich habe eben vorher gesagt, ich habe immer angekreuzt, ich möchte auch, dass das dem Datenmodell hinzugefügt wird. Ne? Ja. Damit will ich nämlich jetzt mal ein bisschen zaubern. Ja? Okay. Guck mal, du siehst da oben diesen grünen Knopf, Datenmodell verwalten. Ja? Das geht mit diesem wunderschönen Dialog, mit dem kannst du auch wunderbar arbeiten. Ich arbeite eigentlich lieber mit dieser Diagrammsicht. Die visualisiert auch ganz gut, was wir hier eigentlich haben. Nämlich wir haben diese zwei Tabellen mit diesen Feldern. Und du erinnerst dich, wir hatten einmal diese Tabelle Account und da stand ja auch dieses K00037 drin. Und wir haben die Customer ID als Feld in der Rechnung. Die gehören zueinander. Die verbinde ich jetzt und jetzt siehst du auch, hier kommt eine 1:N-Verbindung. Ja. Das heißt, die Kunden gibt es nur einmal. Das ist ein eindeutiger Schlüssel, aber es gibt offensichtlich zu einigen dieser Kunden mehrere Rechnungen. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Ne? Ja, das stimmt. So, jetzt habe ich die beiden miteinander verbunden, diese beiden Tabellen, und kann die wie eine Datenbank behandeln und benutzen. Das ist die Idee jetzt. Ja. Ne? Also die Excel denkt jetzt gerade nicht mehr in Tabellen, sondern in Datenbanken. Und jeder, der schon mal den S-Verweis benutzt hat und sich damit abgekämpft hat, bei dem wird das jetzt klingeln und sagen, das sieht doch so ähnlich aus. Da habe ich doch diese Vernetzung jetzt auch gemacht. Ja? Okay. Den brauchst du nie wieder. Wenn du diese Methode kennengelernt hast, machst du nie wieder S-Verweis. Versprochen. Dann lass uns doch mal anschauen, was wir jetzt daraus ziehen können aus dem Datenmodell. Ich frage mal vorab, heißt das eigentlich Pivot-Tabelle, Pivot? Was sagen wir jetzt? Ja. Ich sage mal Pivot-Tabelle. Ja. Ne? Genau, ich kenne es unter Pivot. Bleiben wir dabei. Das ist ja eigentlich ein ziemlich mächtiges Werkzeug, diese Pivot-Tabellen. Ne? Und jetzt haben wir ja verschiedene Daten und ich will jetzt, und das siehst du hier, nicht eine normale Pivot-Tabelle machen, sondern eine aus dem Datenmodell. Das ist die Idee. Und das heißt, ich verbinde jetzt diese beiden, sage, ich möchte das Ganze in einen neuen Arbeitsblatt haben
und erzeuge eine Pivot-Tabelle, wo ich das Datenmodell benutzen kann. Und jetzt siehst du, das sieht hier rechts plötzlich ganz anders aus. Ja? Ich sehe links meine Pivot-Tabelle und jetzt sehen wir hier, hier auf der rechten Seite, also da die Pivot-Tabelle und hier rechts sehen wir die Felder. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte aus der Tabelle Kunde das Feld Customer ausbinden. Nun haben wir das Feld Kunde ja gar nicht mit der anderen Tabelle verbunden. Aber weil der Kunde wiederum mit einer Nummer verbunden ist, weiß er jetzt plötzlich, welche Rechnung zu welchem Kundennamen gehört. Weil ich will hier gar nicht links die Nummer haben, sondern, jetzt lassen wir nochmal die Zahlen ein bisschen korrigieren. Wir benutzen die Beträge. Ja? Und das heißt jetzt hier eine Tabelle schon mal, jeder Kunde mit der Summe aller Rechnungen, die darüber gelaufen sind. Ist jetzt ein Demosystem, nicht wundern. Dieses Unternehmen nagt am Existenzminimum. Ja? Da sind zu wenige Daten, zu wenige Zahlen, Datensätze drin. Aber um das zu zeigen, funktioniert das ganz gut. Ihr seht oben zum Beispiel die Finanzperiode. Ja? Und da sage ich jetzt, ich brauche gar nicht alle. Ich will nur die Finanzperioden aus 2025 haben. Die wähle ich mir jetzt aus. Ja? Ich habe links meine Kunden und siehe da, ich habe plötzlich eine Pivot-Tabelle für jede Finanzperiode. In diesem Fall waren das nicht so viele Rechnungen. Dieses Unternehmen hat dieses Jahr bisher 3.420 € fakturiert. Aber das ist nicht so viel. Die Methode ist klar. Ne? Also der Traum eines jeden Controllers. Ich habe die Daten hier drin in einem sauber organisierten Datenmodell. Ich kann dieses Datenmodell jederzeit aktualisieren, anpassen. Ich brauche nur auf Aktualisieren drücken, die Daten sind aktuell. Und ich erzeuge eine Pivot-Tabelle. Oder ich könnte ja auch eine Grafik erzeugen. Du kannst ja diese Daten auch wieder im Bericht hängen. Wobei, da fällt mir ein, da gibt es auch ein anderes Produkt für. Joe, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich hörte davon. Da sind wir dann bei Power BI, richtig? Ja, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Liga. Ne? Das benutzen wir auch. Und ich habe jetzt mal gezeigt, wie sowas wirklich im schlimmsten Fall aussehen kann. Ich kann da die Daten dahinter leider nicht zeigen, weil das ist unser Forecasting, Liquiditätsplanung, Reporting und alles Mögliche hängt da mit drin. Da wären echt Zahlen drin, echt Kunden. Und der eine oder andere findet das vielleicht nicht so lustig, wenn sein Name da drin steht. Ja. Na? Aber man erkennt. Ja, du siehst, ich habe hier die Kostenstellen, ich habe hier die sogenannten Line-Items, das sind die Rechnungszeilen, die benutze ich da. Ich habe das ein bisschen so organisiert, dass ich historische Daten zur Seite gespeichert habe, damit ich mir immer nur einen kleinen Ausschnitt aktualisieren muss. Ich habe hier auf der linken Seite ein Forecasting gemacht. Das heißt, hier sind auch Methoden drin, um ein Forecast, ein Plan mit Ergänzung eines Forecastes und den Ist-Werten irgendwie zusammenzuschmelzen, dass ich halt mit den Ist-Werten, meinetwegen aus Januar bis März und den Planwerten April bis Dezember plus eventuell Anpassungen, die sich durch Veränderung der Erwartungen ergibt für die einzelnen Monate zu einem gesamten Forecast, aktuellen Forecast kumuliert. Sowas kannst du dann plötzlich alles damit machen. Und das sieht wunderhübsch aus, alles grafisch. Ich zeige das jetzt mal nicht. Mein Vorschlag ist wirklich an jeden von euch, geht mal nach YouTube, sucht euch Videos zu Power Query in Excel raus. Ja, die haben mir mal so 3 ausgesucht für euch. Wir haben das mal gesucht bei YouTube. Ja, genau. Da gibt es übrigens auch tolle Videos zu Haufix 360 von der Firma Software Partner. Schaut euch die Videos an zu Power BI, wie man das nutzt, wie man das editiert. Und wenn ihr dann diese Methode, die wir euch jetzt eben gezeigt haben, benutzt, dann öffnen sich einfach ganz, ganz neue Möglichkeiten für euer Controlling. Wenn ihr das schon alles benutzt und einfach nochmal gucken wolltet, was wir euch dazu zeigen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Dirk. Das ist ein wirklich mächtiges Tool. Ich hoffe, dass ihr oder du nicht völlig erschlagen bist. Wenn du noch Fragen hast zur Verbindung von OData, dann komm gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten sind wie immer unten in der Beschreibung zum Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse gerne einen Like und abonniere natürlich unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.